Viele Mandanten interessieren sich für das Thema Firmengründung ohne Ortsansässigkeit. Warum ist das so? Nun, ich teile die Interessenten hier in 3 Gruppen auf. Die erste Gruppe ist jene, die sagt, okay, ich wohne in Deutschland, in Österreich oder in einem anderen Hochsteuerland und ich möchte nicht so viele Steuern zahlen. Umziehen ins Ausland möchte ich aber auch nicht. Also kann ich doch irgendwo einfach eine Firma gründen, wo ich da nicht leben muss und dann kann ich mal hier so richtig Steuern sparen. Wenn das deine Ausgangslage ist, würde ich dir sofort raten, mach es auf keinen Fall. Es ist sehr riskant, du wirst damit nicht glücklich werden. Zieh ins Ausland um und mach es richtig und gründe dann eine Firma im Ausland. Erste Gruppe. Zweite Gruppe sind jene, die digitale Nomaden sind, die also steuerlich hier um die Welt ziehen und die Welt kennenlernen und überall arbeiten. Die brauchen eben oftmals irgendwo eine Firma, um abrechnen zu können. Ja, eine gute Idee. Eine solche Firma ist das Richtige für dich. Bleib dran, wir erklären dir alle Details. Die dritte Gruppe von Interessenten ist jene, die bereits in einem Land wie Spanien, Portugal, Malta, Irland oder einem sonstigen Land wohnen und dort einen der steuerlichen Sonderstati nutzen, Non-Dom-Status, Beckham-Law, NHR und wie sie alle heißen. Für alle diese Stati brauchst du ja normalerweise eine Gesellschaft, die Auslandseinkommen für dich generiert, denn nur Auslandseinkommen ist steuerfrei. Für diese Personen, die also in einem dieser Länder wohnen oder planen, dahin umzuziehen, kurzfristig, ist dieses Video hier auch interessant. Bleib dran und schau dir die Optionen an. Jetzt befassen wir uns mal mit den Optionen, die es hier gibt, wenn du eine Firma ohne Ortsansässigkeit gründen möchtest, also eine Firma, wo der Gesellschafter, Geschäftsführer nicht am Sitz der Gesellschaft ansässig sein muss. Die Frage wird deswegen gestellt, weil es natürlich viele Länder gibt, wo genau diese Ansässigkeit notwendig ist. Die mag entweder gesetzlich notwendig sein oder aber administrativ von den Behörden gefordert werden. Das heißt, die Behörden sagen zum Beispiel, wenn du als Geschäftsführer nicht im Land wohnst, bekommt das Unternehmen keine Umsatzsteuernummer und dann kannst du es ja nicht verwenden. Ja. Also, das heißt, beides hier sind Möglichkeiten. In vielen Ländern ist es mittlerweile so, dass hier eben diese lokale Substanz gegeben sein muss, dass der Geschäftsführer am Ort wohnen muss. Da sage ich jetzt hier mal einfach einige Beispiele, damit du die üblichen Verdächtigen identifizieren kannst. Ganz bekannt die Schweiz. In der Schweiz wird gesetzlich vorgeschrieben, dass die Geschäftsführung aus der Schweiz letztlich dominiert werden muss. Ein weiteres Land ist Irland. Irland ist zwar gesetzlich komplett offen, du musst nicht in Irland wohnen, um Geschäftsführer zu sein. De facto kannst du aber gar nichts machen, wenn du nicht in Irland wohnst als Geschäftsführer. Du bekommst weder eine Steuernummer noch ein Bankkonto. Du kannst also die Gesellschaft nicht nutzen. Und selbst wenn du nach Irland umziehst, musst du sehr viele Nachweise einreichen, dass du wirklich dort wohnst und so weiter und so fort. Das ist denen extrem wichtig. Anderes Beispiel, wo du lokale Ansässigkeit unbedingt benötigst, ist Luxemburg. Auch da ist es zwar technisch nicht vorgeschrieben, dass du hier nun lebst. Rechtlich kann auch eine Gesellschaft mit einem ausländischen Geschäftsführer gegründet werden. Aber auch da hast du im Grunde genommen keinerlei Chancen, ein Konto zu bekommen oder bei der Steuer irgendwie weiterzukommen. Liechtenstein übrigens ganz genau das Gleiche. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist Singapur. Auch dort ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass einer der Geschäftsführer in Singapur wohnt. Die Chancen sind relativ hoch, dass du von diesen Ländern schon mal gehört hast. Also all diese Länder eignen sich nicht, außer du hast tatsächlich Geschäftsführung vor Ort. Was Geschäftsführung vor Ort dann konkret bedeutet, variiert. Tendenziell in den europäischen Ländern wird gefordert, dass dort ein Geschäftsführer lebt, der ein Gehalt bekommt oder am Unternehmen beteiligt ist. Also irgendeine Proforma-Person bringt dir dort nichts. In Singapur zum Beispiel, wo ich es gerade eben genannt habe, reicht in der Regel auch ein sogenannter Nominee Director aus. Bei welchen Ländern ist nun keine Ortsansässigkeit erforderlich? Fangen wir mal an bei den USA. Du kannst eine US-LLC oder US-Corporation oder andere US-Rechtsform gründen, ohne dass du hier vor Ort ansässig sein musst. Kein Problem, eine Steuernummer zu bekommen. Geht ein bisschen länger, als wenn du Amerikaner bist.
Auch gibt es mittlerweile mehrere Banken, die hier Konten für dich eröffnen. Die traditionellen Banken, Bank of America, Chase und sowas, werden das nicht tun. Auch dort ist Ortsansässigkeit notwendig. Aber bei den anderen Banken, bei sogenannten Online-Banken, überhaupt kein Problem. Ein weiteres Land, wo es möglich ist, ist der UK. Dort ist es auch sehr einfach möglich, die Gesellschaft zu gründen. Du musst nicht im UK wohnen. Was die UK-Steuernummer anbelangt, da wird normalerweise ein bisschen Substanz gefordert. Wir können dir hier helfen. Oftmals brauchst du aber gar keine Steuernummer mehr, weil UK ja nicht mehr in der EU ist und du musst ja an EU-Kunden ohnehin keine Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Es gibt sehr viele Online-Banken, die für UK-Gesellschaften Konten aufmachen. Die traditionellen Banken in UK hingegen, HSBC, Barclays und so weiter, würden alle fordern, dass du tatsächlich dort lebst. Wir haben eine gute Möglichkeit bei NatWest, eine der 5 größten Banken, Konten für UK-Gesellschaften zu eröffnen, übrigens auch für andere Gesellschaften aus anderen Ländern. Wenn du also eine traditionelle Bank wünschst, können wir dir dabei helfen. Ein weiteres Land, wo keine Anwesenheit oder Ortsansässigkeit des Geschäftsführers notwendig ist, ist Ungarn. Ungarn ja sehr attraktiv. Hier hast du nur 9% Körperschaftssteuer, das gleiche wie in Dubai. Ja, also sehr attraktiv. Auch hier muss der Geschäftsführer nicht wohnansässig sein in Ungarn, damit die Gesellschaft genutzt werden kann. Allerdings, was benötigt wird, ist, dass der Geschäftsführer sich eine Steuernummer, also eine persönliche Steuernummer, lokal in Ungarn besorgt, um dann hier die Umsatzsteueridentnummer und das Konto für die Gesellschaft in Ungarn eröffnen zu können. Das 4. Land, das ich dir empfehlen kann, wenn keine Ortsansässigkeit gewünscht ist, ist Malta. Malta natürlich sehr attraktiv, 5% effektive Körperschaftsteuer in der EU. Da kannst du natürlich die maximale steuerliche Optimierung erreichen. Auch hier ist keine große Substanz in Malta notwendig, um Bankkonten oder eine Umsatzsteuer zu bekommen. Das waren jetzt 4 Länder, die ich dir empfehlen kann. Du wunderst dich vielleicht, warum wir Dubai nicht genannt haben. Dubai möchte ich kurz was dazu sagen. Da ist momentan viel in der Schwebe. Es wurde ja vor kurzem in Dubai eine Körperschaftssteuer von 9% eingeführt. Manche Freezone-Gesellschaften sind von der Steuer befreit. Wenn du zum Beispiel Dinge machst wie Flugzeugleasing oder Rückversicherung oder so, dann wird allerdings vorgeschrieben, dass eben alles vor Ort gemacht wird. Parallel zu dieser Regelung hat Dubai eben auch verabschiedet ein Gesetz, wo festgelegt wird, wann du in Dubai unbeschränkt steuerpflichtig bist. Ist ein bisschen seltsam, denn es gibt ja noch gar keine Einkommensteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es wird tatsächlich gemunkelt, dass es die nächste Vorschrift sein wird, dass eben letztlich dann der Geschäftsführer in Dubai ansässig sein muss, damit überhaupt die Gesellschaft hier irgendwelche Steuervergünstigungen oder eben auch die 9% Steuer überhaupt nutzen kann. Deswegen sind wir so ein bisschen unsicher, was Dubai anbelangt. Ein ganz wichtiger Punkt möchte ich natürlich dazu noch sagen. Wir haben jetzt ja nur besprochen, welche Regeln in den Sitzstaaten gelten der Gesellschaften. Du musst natürlich aufpassen, dass du in dem Wohnsitzland, also die Wohnsitzländer, die wir vorhin erwähnt haben, Portugal, Spanien und so weiter und so fort, Irland, UK, wenn du die Sonderstati nutzt, dass du dort kein Problem bekommst. Lebst du zum Beispiel in Portugal und hast eine maltesische Gesellschaft, bei der du selbst Geschäftsführer bist, dann hat diese Gesellschaft in Portugal eine Betriebsstätte und dann kannst du den NAR-Status, also die günstige Besteuerung, nicht nutzen. Ja, also achte da sehr drauf, wie sich genau hier diese Lage darstellt. Vielfach machen das Mandanten so, dass sie sagen, okay, zunächst mal mache ich selbst den Geschäftsführer. Am Anfang läuft ja eh noch kein Business. Am Anfang mache ich auch keine Gewinne. Und nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr oder so, suche ich mir dann jemand anders, der dort Geschäftsführer werden kann. Aber erstmal für die Gründungsphase will ich eben diese Ortsansässigkeit hier nicht als Anforderung haben, damit die Firma gegründet werden kann. Wenn du eine Firma im Ausland gründen möchtest, egal warum, egal was deine Motivation ist, Steuern zu sparen, ins Ausland umzuziehen, dann melde dich bei uns. Wir haben sehr viel Erfahrung, wir beraten Mandanten seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren zu diesem Thema Auslandsfirmengründung, Steueroptimierung, Wohnsitzverlagerung.
Ich paste hier den Link zum Beratungsgespräch in die Beschreibung. Buche doch ein Beratungsgespräch und dann können wir uns gerne zu deinem konkreten Vorhaben unterhalten. Ich freue mich drauf. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.